Hallo, kleiner Funfact gefällig. Während EA natürlich wie immer damit beschäftigt ist, Content und Qualität auszuweichen, erscheint ja tatsächlich mehr Content für die alten Need for Speed Spiele als für die neuen. Dank einer aktiven Mod-Community. Ja, wir kümmern uns heute mal um Most Wanted zum Beispiel. Und wer Most Wanted gespielt hat, der weiß und sieht sofort, dass das, was man jetzt hier sieht, nicht normal ist. Ja, dank einer neuen Mod, die, ich glaube, wie hieß sie jetzt? Limit Adjuster oder Limit Adjuster Mod, kann man bestimmte Limits des Spiels aufheben und selbst anpassen. Wie hier zum Beispiel den Verkehr. Ja, ich habe den Verkehrsspawn einfach mal auf 127 gestellt. Der Default-Wert war 20 von der Mod. 127 war das Maximum. Ich glaube, ich habe sogar auf 255 einfach gestellt. Und man sieht, es ist alles voll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch den Spawn aggressiver einstellen. Das bedeutet quasi, dass das Spiel nicht mehr prüft, wo der Verkehr ist genau und das ignoriert und einfach Autos spawnt. Das kann natürlich dazu führen, dass Autos ineinander spawnen und dann oder aufeinander. Und bei LKWs ist das natürlich besonders lustig, weil die crashen dann sofort und verlieren ihre Ladung. Und das geht auch mit Opponents, also mit euren Gegnern. Ihr könnt bis zu 100 Gegner spawnen und ich erinnere mich an ein Video, wo ich noch ganz stolz war. So, oh, man kann hier bis zu 16 Gegner oder 20 Gegner oder so einstellen, aber da ist mein Rechner immer abgestürzt. Aber das war gar nicht der Rechner, sondern einfach die Memory, der Speicher des Spiels selbst und so weiter, der damit nicht klarkommt. Diese Mod optimiert das, verändert das ein bisschen und man kann echt tonnenweise Gegner einstellen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ne, viel Verkehr und viele Gegner, da schmiert das Spiel dann irgendwann trotzdem ab. Aber wenn man das richtig einstellt, kann man da schon ganz lustige Sachen machen. Man kann zum Beispiel einfach jetzt auch den Wert normal lassen, dass man nur 3 Gegner hat, wie es auch in der normalen Version ist, aber dafür viel Verkehr. Das ist schon wieder eine ganz andere Art, das Spiel zu spielen. Oder du machst halt den Verkehr normal oder nur ein wenig mehr. Und dafür, keine Ahnung, 10 Gegner, 20 Gegner, 30 Gegner. Ich habe das mit 50 Gegnern ausprobiert, hat auch noch funktioniert. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, ab einem bestimmten Wert, je nachdem, was man für einen PC hat, ne, wird es einfach ein bisschen wild auch, ne, von der FPS her. Aber an sich läuft das ganz gut. Und was noch krasser ist, du kannst bis zu 100 Cops spawnen. Ja, da habe ich jetzt gerade gar keinen Clip von, da wollte ich nochmal ein extra Video dann machen. Da habt ihr hoffentlich Bock drauf. Ja, im Grunde folgen dir anstatt um die 8 Polizeiwagen, das war wohl irgendwie so ein Default-Wert damals, ja, bis zu 100 aktive Fahrzeuge oder sogar noch mehr. Ich glaube, bis zu 255 können gleichzeitig spawnen. Aber habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Alter, es ist einfach nur krass. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ja, dass man die Grenzen des Spiels einfach mal nochmal aufheben kann. Ich dachte damals mit diesen Extra Options, dass du mehr Gegner einstellen kannst, sind wir schon so ziemlich am Limit. Aber nein, die Mod-Community hat mal wieder bewiesen, wie fähig sie sind, wie unglaublich gut sie einfach sind und haben wirklich es möglich gemacht, dass man solche Bilder jetzt zu Gesicht bekommt. Und das in einem Spiel, welches mittlerweile 18 Jahre alt ist. Das ist einfach nur krass. Und das freut mich natürlich. Das hält diese alten Games auch nochmal zusätzlich am Leben. Und ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen Unsinn machen. Ich liebe sowas ja. Ich habe es jetzt zum Beispiel mit der Hard Plus Mod kombiniert. Das ist eine Mod, die das Spiel allgemein schwerer macht. Die Gegner sind schneller und gefährlicher. Die Cops sind aggressiver. Und ja, es hat funktioniert. Mit der Redux Mod hat es nicht funktioniert. Da spinnen die Texturen irgendwie rum. Weil da irgendwas wohl überschrieben wird. Da habe ich einfach nur einen weißen Bildschirm. Aber mit der Hard Plus Mod zum Beispiel funktioniert es. Aber wenn man einfach nur die Basisversion ohne Mods nimmt, ist das natürlich auch kein Problem. Also lässt sich auf jeden Fall mit einigen Mods kombinieren, wie man sieht. Ne? Grafisch und so weiter ist das ein bisschen besser als Original. Und ja, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen Unsinn damit machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich denke mal, heute werde ich auch live gehen damit und da mal ein bisschen rumspacken. Wenn ihr da also Bock drauf habt, euch das anzusehen oder selber mal vielleicht Vorschläge machen wollt, was ich machen soll, schaut gerne mal in den Stream rein. Auf Twitch, Matzelgato heiße ich da. Ist ein anderer Name als hier bei YouTube jetzt. Link ist aber auch in der Beschreibung. Das kann ja nur lustig werden. Letztens haben wir auch mal ausprobiert und geguckt, wie sich denn die Bots verhalten bei Underground, wenn wir eine Runde vor denen sind. Durch ein Debug-Menü kann man da nämlich einstellen, dass man schon in Runde 2, 3 oder 4 ist.
Und ja, die Rubberband KI ist einfach komplett ausgerastet. Ja. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Finde ich echt cool und lustig, dass es immer noch so viele neue Mods gibt für die alten Spiele. Vielleicht werde ich mal von Underground 1 bis hin zu Pro Street einen kleinen Rush machen, euch ein Video fertig machen mit den Mods, die ich zum Beispiel benutze, einfach mal um wieder reinzuschauen in die alten Games. Und ja, auf jeden Fall eine lustige Sache. Ich bin mal gespannt, was wir da so an Einstellungsmöglichkeiten finden und ja, die Limits werden wir auf jeden Fall austesten. Ne? Mal gucken, was die beste Einstellung ist, wo man dann ganz normal spielen kann, ohne dass es zwischendurch dann abstürzt, weil ja, ich glaube, der Clip ist dann auch, den habe ich nicht einfach nur beendet, da ist einfach das Spiel abgestürzt, weil wie gesagt, irgendwann ist halt vorbei, ne, dann da, boom, kaputt. Zu viel Verkehr, zu viel Kopf ist natürlich auch nicht gut, da muss man halt einen guten Mittelwert finden, wenn man das vernünftig machen will. Aber naja, wir schauen mal, ich spack da oben, wie gesagt, Beschreibung enthält den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag dann. Das war's von meiner Seite. Nächstes Video kommt Mittwoch zum nächsten Spiel. Und ja, wieder schauen und reingehauen. Und wie immer, Abo und Like nicht vergessen, um den Kanal zu unterstützen. Ich bedanke mich sehr dafür. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und auf Wiedersehen.